Wenn ich eines beim Woman Retreat mitgenommen habe, dann sind es die Teezeremonien morgens. Den Tag ruhig, entspannt zu starten, ohne Stress, Zeitdruck. Ein paar Minuten für sich zu haben, geben mir so unfassbar viel. Und seit dem Retreat noch viel mehr. Die bewusste Achtsamkeit, die wir dort gelernt haben, haben sich echt bei mir eingebrannt. Sich auf jeden Schritt einzulassen, den Tee zu bereiten, die Gerüche um sich herum wahrzunehmen, den Moment bewusst einzuatmen. Denn seien wir doch ganz ehrlich zu uns, machen wir die Dinge doch oft nur nebenbei. Die Gedanken sind schon bei der Arbeit, hängen bei Problemen oder Streitigkeiten oder wir schauen nebenbei aufs Handy. Seit dem Retreat versuche ich die Teezeremonien regelmäßig einzuplanen. Denn das Ziel ist es nicht, auf einmal alle Routinen zu integrieren, sondern bewusst, wiederholend, ohne den Druck dahinter. In letzter Zeit mache ich die Zeremonie auch gerne auf meiner Veranda. Die frische Luft tut mir so unfassbar gut und ich werde dadurch noch etwas wacher. Auch morgens mich mit Palo Santo oder weißen Salbei zu reinigen, ist für mich einfach nur heilsam. Eine kleine Erinnerung an dich, einmal kurz die Augen zu schließen, tief einzuatmen und auszuatmen. Sei heute nochmal etwas mehr Liebe zu dir. Ich schenke dir die Liebe und Aufmerksamkeit, die du brauchst. Du bist wundervoll. Danke, dass es dich gibt. Danke für deine Liebe, dein Sein, dein Strahlen. Danke für dich. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute machen wir ein kleines Makeover. Und zwar in meinem Schlafzimmer. Ich habe vor ein paar Monaten, es ist schon etwas länger her, ich verlinke mal gerne irgendwo hier das Video. Ich habe mit euch gemeinsam so ein bisschen mein Haus umdekoriert und ich habe in meinem Schlafzimmer so ein Holzbrettregal erstellt. Und irgendwie dieses Regal hat mich dazu inspiriert, mein ganzes Schlafzimmer so ein bisschen naturell und in so einem Holzstil zu machen. Das heißt, in diesem Video machen wir ein komplettes Makeover mit Streichen, Umbauen, Bohren, umdekorieren, also alles Mögliche ist dabei. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns loslegen. Ich glaube, dieses Video wird ein bisschen länger und ja, ich freue mich richtig doll und lasst uns loslegen. Bevor ich gleich zum Baumarkt fahre, erzähle ich noch mal ganz kurz, was ich überhaupt hier vorhabe. Zum einen möchte ich unbedingt hier Gardinen aufgehängt haben, weil es ist eine Gardinenstange da, aber keine Gardinen und ich glaube, das sieht richtig schön aus hier so, weiß ich nicht, im Laienstil oder sehr, sehr feine weiße Gardinen zu haben. Also die müssen nicht irgendwie blickdicht sein, sonnendicht. Ihr versteht, was ich meine, aber auf jeden Fall, dass es irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Touch gibt. Das Größte wahrscheinlich ist diese Kommode hier vor meinem Bett, denn dort möchte ich einfach nur Holzregale ranpacken und dann Körbe, weil diese Kommode ist schon super, super alt. Ich glaube, als ich dieses Haus gekauft habe vor 5 Jahren, habe ich die direkt schon geholt. Sie hat schon ihre Macken, was nicht schlimm ist, aber keine Ahnung. Hier sind so verschiedene Körbe drin, es sieht nicht so schön aus. Ich fühle mich einfach nicht wohl und deswegen muss hier auf jeden Fall was Neues gebaut werden. Ich war letztens bei Ikea und ich habe diese Bettwäsche hier gesehen. Oben stand drauf grün-beige. Und ich dachte, perfekter kann eine Farbe gar nicht sein, weil ein Mittelding zwischen grün und beige, also momentan bin ich ja so ein bisschen auf dem Grüntrip und beige ist ja sowieso meine Farbe und das in einer Farbe kombiniert. Ich musste sie einfach holen und irgendwie kann ich mir sogar vorstellen, dass eine Wand, nämlich dort hinter meinem Bett, in so einer Farbe zu streichen. Als nächstes möchte ich neue Bretter in meinem Kleiderschrank haben. Ich finde dieses System eigentlich ziemlich gut, weil es perfekt einfach dort reinpasst. Eventuell packe ich oben auch noch eine neue Holzstange mit rein, aber diese silberne Stange ist auch, wenn es nicht funktioniert, vollkommen in Ordnung. Aber auf jeden Fall werden die Bretter ausgetauscht in Holzbretter. Und der letzte Punkt ist, dass ich auf jeden Fall diesen Raum erstmal neu weiß streichen werde. Dieser Raum ist klein, ich glaube, das wird nicht so lange dauern. Maybe. Mein erster Schritt war es, dass ich erstmal alles ausgemessen habe. Also die Maßen für die Gardine, Fenster genau ausmessen und danach meine Kommode. Ich mochte die Länge und Breite der Kommode sehr, sehr gerne und deswegen habe ich die nur so grob ausgemessen und natürlich auch alles aufgeschrieben.
Meine Bretter für den Kleiderschrank, die wurden einfach 1:1 ausgetauscht. Da musste ich einfach nur genau messen, Maßen aufschreiben. Und dann ging es schon los zu meiner ersten Station. Mein Stoffladen des Vertrauens. Ich könnte stundenlang im Stoffladen rumstöbern. Ich liebe es, mich dort zu inspirieren und die verschiedenen Materialien mir anzuschauen und zu fühlen. Wie ich aber schon vorhin beschrieben habe, habe ich mich dann für einen Leinstoff entschieden. Ich wollte etwas sehr Leichtes haben und konnte mir das schon echt richtig gut vorstellen. Danach bin ich in den Baumarkt gefahren und habe als erstes mir Farben für meine grüne Wand angeschaut. Und das war so schwer, sich für eine Farbe zu entscheiden, aber letzten Endes habe ich mich dann für diese hier entschieden. Next Step, die Holzabteilung. Wow, Leute, diese Bretter waren einfach so unfassbar schwer. Ich konnte sie kaum annehmen und tragen, aber habe es dann natürlich irgendwann doch geschafft. Und da ich ein paar mehr Bretter brauchte, also einmal 2 Bretter für meine Kommode und 3 Bretter für meinen Kleiderschrank, habe ich dann alles in meinem Wagen geladen und dann zum Schluss noch ein paar Winkel und Schrauben geholt. Angekommen wieder zu Hause, habe ich mein komplettes Schlafzimmer erstmal in mein Wohnzimmer verfrachtet. Sagt man das so? Das hat auch echt etwas gedauert. Ich wundere mich auch immer wieder, wie viel ich eigentlich in diesem kleinen Zimmer habe. Aber ich glaube, würde dieses Zimmer doppelt so groß sein, weil es ist echt klein, würde es gar nicht mehr so viel aussehen. Und Schaukommode, die habe ich übrigens auf eBay Kleinanzeigen zu verschenken reingestellt. Und das ging so schnell. Ich glaube, innerhalb von 15 Minuten war sie schon weg. Und diese Matratze, sie hat mich fertig gemacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar schwer sie war. Es war so schwierig, die irgendwie alleine rauszuholen. Und dann habe ich versucht, mein Bett zu bewegen, um mein Kopfteil abzumachen. Das war so eine Arbeit. Und dann noch irgendwie rauskommen. Ich hatte etwas Angst. Kleiderschrank nach und nach leer machen. Das ist ein bisschen satisfying anzuschauen. Gründlich saugen und zum Schluss noch das Brett abmachen. So, fangen wir an zu streichen. Ich bin nicht so der super Freund vom Streichen, ehrlich gesagt. Ich bin da etwas immer so ein bisschen gröber unterwegs, aber ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Und dann habe ich meine grüne Farbe aufgemacht. Ehrlicherweise ist es doch ein bisschen grüner geworden, als ich dachte, aber ich finde die Farbe unfassbar schön und ich freue mich jetzt richtig, richtig doll, da drauf zu malen. Oh mein Gott, ich liebe diese Farbe. Es war so eine gute Entscheidung, mal was Neues auszuprobieren, nicht nur Beige-Fan. Ich bin halt immer so mit neuen Sachen, keine Ahnung, immer so richtig vorsichtig. Vor allem, wenn es um Farbe geht. Und daher freut mich das gerade umso mehr, so eine schöne Farbe jetzt hier dran zu haben. Ich habe nicht die komplette Wand gestrichen, sondern am Rand noch so circa 5 cm offen gelassen. Und da muss man echt präzise sein und genau sein. Und dann habe ich noch die letzten Wände weiß gestrichen. Und die Stunde der Wahrheit, ob es mit dem Kreppband alles so geklappt hat. Sieht aber gut aus. Oh mein Gott, ich habe einfach eine grüne Wand. Yay! Zum Schluss wieder gut saugen. Und dann habe ich noch meine Kleiderschrankbretter angebracht. Die sind ultra schwer, diese Bretter. Und ich habe ein bisschen Angst, die jetzt hier raufzuheben. Ob ich das alles so alleine schaffe? Ah! Oh mein Gott, ich habe etwas gegessen.
shit, ey. Hier habe ich so ein bisschen die Wand gerade kaputt gemacht, aber streiche ich gleich nochmal drüber. Oh Mann, das ärgert mich jetzt richtig doll. Egal, letzter. Okay. Ah! Oh! Oh. Und hier oben war vorher so eine Silberstange, ich glaube, das habe ich auch gezeigt. Und jetzt habe ich hier so eine Holzstange, das finde ich auch richtig, richtig schön. Ich liebe es, sieht so toll aus. Ich glaube, ich bin happy mit meinem Prozess heute, was ich heute geschafft habe. Ich werde jetzt gleich nur noch die Matratze holen und werde dann morgen die nächsten Sachen weitermachen. Also alles Mögliche einräumen, die Kommode bauen, das Wandregal und alles Mögliche wieder hinrichten. Aber ich glaube, ich gehe einfach jetzt nur noch schlafen. Oh. Ausgeschlafen am nächsten Tag habe ich dann meine Bretter für meine Kommode angebracht. Natürlich alles gut abmessen und die Winkel und Schrauben alle gut anbringen. Das bringt mir mittlerweile auch echt viel Spaß, mit dem Akkuschrauber zu arbeiten. Das war Anfang des Jahres auf jeden Fall noch nicht so, aber langsam habe ich den Dreh raus. Und natürlich dann noch alles an die Wand montieren. Witzige Einstellung von unten, die Perspektive. Und dann habe ich provisorisch die Körbe schon mal raufgestellt. Ich war so happy. Dadurch konnte ich die Höhe des Brettes ganz gut abschätzen und natürlich dann für das nächste Brett alle Winkel und Schrauben noch anbringen und dann der beste Part, alle Körben platzieren und wow, ich war einfach so unfassbar happy. Mitten im Umbauen, aber Deko musste schon mal stehen. Ich musste es einfach irgendwie schon mal fühlen. Ich wollte gerade eigentlich diesen Nachttisch wieder anbringen, aber dadurch, dass ich jetzt nur Holzmöbel habe, hat mir der hier irgendwie nicht mehr so gefallen und mir ist eingefallen, dass von meinem Kleiderschrank, also die Bretter, so ein Stück abgesägt wurden. Und ich weiß nicht wieso, der vom Baumarkt wollte die eigentlich wegschmeißen, aber ich meinte so, nee, vielleicht brauche ich die ja noch irgendwie, kann ich die mitbekommen. Und das ist eigentlich perfekt. Um hier einfach nur, weil ich packe dort einfach immer nur mein Handy drauf und diese ganzen Schubladen, die hier sind zwar super süß, aber ich habe die nie benutzt, also da war nie irgendwas drin und deswegen ist das eigentlich viel besser, diese Alternative. Hier habe ich auch wieder mein Brettchen angebracht. Das war auch das Brett, was wir im Frühling zusammen gebaut haben und jetzt passt es noch viel besser ins Schlafzimmer. Danach habe ich wieder meine Kleidung in den Kleiderschrank getan und ich mag die hellen Bretter so viel lieber als die weißen. Das hat irgendwie so einen richtig schönen skandinavischen Look. Ein paar Tage später habe ich noch eine neue kleine Leinwand für mein Brettchen gemalt. Ich wollte etwas Neues malen für die Verwandlung und ich mache mir meistens nicht so viele Gedanken beim Malen, sondern schaue einfach intuitiv, was durchkommt. Und an dem Tag war ich total in meiner Mitte und ich habe richtig mein Herz gespürt und die Farbe vom Herzchakra ist ja grün und deswegen habe ich versucht, mein Herzchakra zu malen, wie so ein Energierädchen, eine Spirale, Aura. Und ich liebe das Ergebnis. Das mag ich echt richtig gerne. Das sind übrigens meine selbstgenähten Gardinen. Und wie schön sind die bitte geworden. Ich liebe sie einfach so sehr. Und bin voll happy mit denen. Also genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist ein Traumfänger aus Ibiza. Der hat auch noch seinen Platz gefunden.
Und eine neue Riesenveränderung war auch das Kopfteil, welches ich ausgetauscht habe in so einem Rattan-Stil. Und ich bin verliebt. Wirklich. Es passt einfach so gut zu dem Grünton und zu den anderen Holzelementen. Und ich habe mir noch einen weiteren Stoff im Stoffladen ausgesucht, so ein beigebraun. Und die habe ich ebenfalls selbst genäht. Das sind die hier. Und ich habe auch schon ein Tutorial hochgeladen, wo ich euch eine ganz leichte Kopfkissenanleitung zeige. Das verlinke ich euch gerne mal hier oben. Und jetzt seht ihr nochmal das ganze Zimmer in voller Pracht. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, wie ihr die Verwandlung findet. Wir sind am Ende dieses Videos gekommen und ich bin so unfassbar glücklich mit dem Ergebnis. Ich finde, es ist so unfassbar schön geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr doll freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch sehr, sehr gerne zu tun. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Bis auf bald. Fenja.